Guten Tag, liebe Trader. Mein Name ist Alexander Schulz. Es ist Samstag, der 19. März um 11:45 Uhr. Ich nehme das Video jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil ich gerade mit der Zeit überhaupt nicht ausgekommen bin. Deswegen versuche ich diesmal etwas schneller zu sprechen und das Ganze etwas komprimierter abzuhandeln. Wir gucken uns den Bitcoin an zum Wochenend-Update. Wir haben uns dazu entschieden, den Bitcoin wieder von Anfang bis Ende durchzugehen, die ganze Struktur aufzuschlüsseln, damit das möglichst verständlich ist, was wir erwarten. Wir gucken uns Kursziele an, wir gucken uns an, wo wir den Boden erwarten, wir gucken uns Alternativen an, wir werden uns angucken, wie unsere Prognosen Bestätigung erfahren können. Das erkläre ich Ihnen gleich, wie das Ganze funktioniert. Und wir starten jetzt erstmal mit der Grundannahme, dass wir uns seit März 2020 in einem neuen Zyklus befinden. Das ist ja auch die geläufige Meinung, dass seither ein Bullenzyklus gestartet hat, nachdem vorher ein sogenannter Kryptowinter vorlag. So, damit sagen wir erstmal, im Tief hier ist die Null. Im Übrigen darf ich gerade erwähnen, wir analysieren das Ganze nach der Elliott-Wellentheorie. Und hier oben erwarten wir die 1. Wie gesagt, das ist eine Elliott-Wellenzählung. Ich werde darauf auch gleich nochmal eingehen, wie wir das Ganze sehen. Also wie gesagt, wir erwarten hier in dieser ganzen Bewegung die 1 und wir erwarten hier unten irgendwo die 2. So. In der Elliott-Wellentheorie unterscheidet man zwischen Impulsen und Korrekturen. Man sagt, Aufwärtsbewegungen sind Impulse, Abwärtsbewegungen sind Korrekturen. Und wir sagen, das hier ist der Impuls Nummer 1, gefolgt von der Korrektur Nummer 1 zur Welle 2. So, die 2 erwarten wir hier. Und die Frage ist, wie wir jetzt dazu kommen, dass dieses ganze Gebilde hier, oder beziehungsweise dieses Gebilde hier, zur 2 hier runterführen wird. Dafür gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und ich muss Ihnen wieder etwas Grundlegendes erläutern für Elliott-Wellentheorie. Das Ganze besagt nämlich, dass Impulse grundlegend in einer 5-teiligen Bewegung erfolgen und Korrekturen in einer dreiteiligen Bewegung gebildet werden. So, ich nehme das Ganze mal weg. Sie haben das, glaube ich, verstanden und behalten bitte das hier in Ihrem inneren Auge. Das Ganze ist die Welle 2. Dieses Gebilde von hier bis hier ist die 2. Warum setzen wir hier oben nicht die 1 an und sagen, jetzt startet die 2? Das könnte zum Beispiel eine Welle 4 im Fraktal gewesen sein, eine Welle 3, herunter zu 4 und zu 5. Das erklären wir Ihnen jetzt. Oder ich erkläre Ihnen das jetzt besser gesagt. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass hier die 1 ist, hier die 2 und das Ganze hier die Korrektur ist. Die Korrektur müsste normalerweise in einem Dreiteiler erfolgen, also in einer ABC. Dabei sagt man, die A ist eine korrektive Welle, herunter die B ist die Korrektur zur Korrektur und darf den Ursprung der Korrektur nicht überschreiten. Der Ursprung der Korrektur, das markiere ich jetzt auch nochmal, in einer 0 oder mit einer 0. So, eine 0. Hier ist der Ursprung der Korrektur und dieser Ursprung darf prinzipiell innerhalb der Korrektur nicht überschritten werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, es gibt dazu verschiedene Strukturen, verschiedene Muster im Elliott-Wellen, die das Ganze invalidieren, sag ich mal. Eine solche Struktur ist ein sogenanntes Flat. Im Flat wird besagt, dass dieser Nullpunkt in der Welle B, also in dieser Welle hier, noch einmal erreicht werden darf. Aber wie man sieht, überschießt diese Welle B sogar den Ursprung 0 der Korrektur. Somit gibt es eine weitere Ausnahme, die sich als Extended oder Expanding Flat bezeichnet. Also ein erweitertes Flat. Das Ganze wird wie folgt dargestellt. In einer Welle A erfolgt die Korrektur, in einer Welle B erfolgt die Korrektur zur Korrektur und die Welle C schließt die komplette Korrektur ab. So, das markiere ich jetzt auch noch mal. Hier oben ist der Ursprung 0. Hier unten ist die Welle A, gefolgt von der Welle B, gefolgt von der Welle C. So. Die Frage ist natürlich, wieso gehen wir davon aus? Wieso nehmen wir nicht hier die 1 an? Wieso gehen wir überhaupt davon aus, dass sich ein Flat entwickelt? Die Frage ist berechtigt, weil man könnte natürlich jede mögliche Struktur einfach anwenden
und sagen, das ist jetzt die richtige Zählung. Am Ende stellt sich dann heraus, nee, ist es nicht, es ist falsch, weil der Kurs nämlich anders läuft, als man es prognostiziert. Dazu ist wichtig zu wissen, man kann jede Struktur durch die fraktale Struktur bestätigen lassen. Ein Fraktal ist eine untergeordnete Kursstruktur. Also wir sagen, wie gesagt, dass hier hoch der Impuls die 1 ist und hier runter die Korrektur durch die 2 abgearbeitet werden würde. Das Ganze, was dazwischen passiert, die Zählung, ist ein Fraktal. Dieses A ist eine Fraktal, dieses B ist eine Fraktal und dieses C ist ein Fraktal. Und diese einzelnen Fraktale kann man wiederum auch nochmal in Fraktale unterteilen. Und dadurch, durch die Fraktale, kann man sich bestätigen lassen, ob man denn auf dem right track ist. So, das bedeutet, man guckt ins Regelwerk der Elliott-Wellentheorie und das besagt, ein Flat wird in einem 3-3-5 gebildet. Ein 3-3-5 besagt, dass die erste Welle der Korrektur dreiteilig ist, die zweite Welle der Korrektur dreiteilig und die dritte Welle der Korrektur fünfteilig. In dem Fall das A dreiteilig, B dreiteilig, C fünfteilig. Zeichne ich ihn ein. 1, 2, 3. Eine ABC. Eine ABC zur A. Die ABC zur A. Eine ABC zur B und eine fünfteilige Korrektur zur C. Jetzt zeichne ich Ihnen unsere Zählung ein. Es gibt da diverse Zählungen, die Analysten anstellen dafür. Das hier ist unsere Zählung. Eine 1, eine 2, eine sehr lange 3, eine 4 und eine 5. So, die Frage ist jetzt natürlich wieder, wie kommen wir zu diesem ganzen Gebilde? Wieso zählen wir das Ganze nicht anders? Man könnte auch sagen, das Ganze hier ist ein Impuls, das hier ist eine Korrektur. Man könnte sagen, wir sehen hier eine 1, hier eine 2, hier eine 3, hier eine 4, eine 5. Man könnte auch sagen, das hier ist die 1, das ist die 2, das ist die 3, das ist die 4 und das ist die 5. Und das Ganze hier ist eine ABC-Korrektur, zum Beispiel so, A, B, C, der Boden ist gefunden und jetzt startet ein neuer Impuls. Ich nehme wieder ein paar Markierungen weg, damit das Ganze nicht zu unübersichtlich wird. Die brauchen wir alle hier nicht mehr. Wir gehen nämlich jetzt auf das nähere Kursgeschehen ein. Wieso wir das Ganze überhaupt so für die wahrscheinlichste Ausprägung halten und für die wahrscheinlichste Zählung. Sie können unsere Beiträge hier auf YouTube in die Vergangenheit bis ungefähr September verfolgen. Wir sind jetzt seit knapp einem halben Jahr auf TradingView, um unsere Beiträge zu veröffentlichen, und wir haben ungefähr hier angefangen, unseren ersten Beitrag zum Bitcoin zu veröffentlichen und haben gesagt, das Ganze hier unten ist nicht der abschließende Boden der Korrektur, und wir haben davor gewarnt, diese ganze Bewegung hier long zu traden, weil wir gesagt haben, es muss noch einmal runtergehen. So, dazu habe ich Ihnen jetzt ein paar Screenshots mitgebracht. Die werde ich jetzt gleich einfügen. Aber nochmal eins möchte ich erwähnen. Wir haben gesagt, diese Welle B, hatte ich gerade markiert, jetzt weggenommen. Die Welle B erwarten wir zwischen 65 und 75.000 Dollar. Und das All-Time-High hat sich dann ziemlich genau bei 70.000 Dollar gebildet. Ja, also in der goldenen Mitte, sag ich mal. Das einmal dazu. So, jetzt gehe ich mal auf die Struktur ein seit dem All-Time-High. All-Time-High. Da haben wir nämlich auch einen Beitrag veröffentlicht. Wie gesagt, da hole ich jetzt mal einen Screenshot raus. So, dieser Beitrag ist vom 6. November 2021. Damals haben wir noch nicht das All-Time-High gebildet, sondern das damalige All-Time-High lag hier in der Welle B markiert, wo wir gesagt haben, es geht weiter runter. Diese Struktur im Fraktal, die beachten Sie bitte nicht. Das war damals die imminente Erwartung, wie es weitergehen könnte. Die wurde halt, wie gesagt, enttäuscht, sage ich mal, als dann hier oben bei 70.000 rund nochmal das neue All-Time-High dann gebildet wurde. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, die erste Welle B, also wie gesagt, hier ist der Ursprung unserer Zählung für die, nicht die erste Welle B, ich meine die erste Welle der C, Verzeihung. Hier ist der Ursprung der übergeordneten Welle C. Noch einmal, ich nehme das noch einmal raus. Vom All-Time-High bis hier runter erwarten wir die Welle C der Korrektur, und wir haben gesagt, das ist der Ursprung der Welle C. Ja? Das Ganze korrigiert nochmal durch einen Keil, aber beachten Sie das bitte nicht. Wir haben gesagt, das ist der Ursprung der Welle C, und die Welle 1 wird Ihr Kursziel hier in diesem türkisen Kasten finden. Und der hat ein Kursziel zwischen 55.555 Dollar und 31.302 Dollar, wobei das optimale Kursziel, von uns ermittelte optimale Kursziel bei 53.294 liegt, also rund 53,3.
So, nehmen wir das Ganze raus. Hier hat sich jetzt die 1 letztendlich gebildet. Hier oben sehen Sie Verzeihung, hier sehen Sie das Low, das relevant ist. Und das vom 28. November 2021, das Low liegt bei rund 53k. Ja? Wir haben gesagt 53,3 und das Low wurde dann bei 53.000 Dollar getroffen, also 300 Dollar unter unserer Prognose. Das ist eine ziemlich hohe Exaktheit und deshalb sind wir uns sehr sicher, dass das hier schon mal die richtige Zählung war. Darauf aufbauend können wir auch sagen, unsere folgenden Zählungen sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit richtig. Wichtig dabei ist, um dies bestätigen zu lassen, dass auch die folgenden Wellen die erwarteten Kursziele erreichen. In unterschiedlicher Ausprägung, egal wie exakt. Umso exakter, desto besser. Das Ziel der 2 haben wir, glaube ich, auf TradingView nicht veröffentlicht, deswegen gehe ich darauf auch nicht weiter ein, weil ich das nicht nachweisen kann. Gucken wir uns die Welle 3 an, das haben wir nämlich auf TradingView veröffentlicht. Wieder ein Screenshot. Wo ist er da? So. 21. Dezember 2021. Sie sehen, das ganze Gebilde hat mehr Form angenommen. Hier oben ist jetzt die 0, hier unten ist die 1. Hier, ne? Wir haben hier das Ganze im Fraktal auch nochmal dargestellt durch die römischen Zahlen. Dann haben wir hier die 2 und wir haben gesagt, alternativ könnte hier unten schon die 3 sein. Verzeihung, hier alternativ könnte hier unten die 1 sein, aber wir haben gesagt, das ist nur die Alternative. Wir haben gesagt, die 3 wird sich folgend bilden zwischen 37,8 und 30,8, optimal bei 33,8. So, wo haben wir das? Man sieht ja schon, diese Struktur ist als 3 Teile eingezeichnet, 1, 2, 3. Und wo haben wir jetzt die 3 hier unten? Wir haben gesagt, 33,8 wäre optimal und das Low liegt bei 32,9. Also knapp 1.000 Dollar unter unserer prognostizierten Zielzone. Zu diesem 24. Januar habe ich Ihnen auch ein Video gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wann das war. Ein paar Tage später halt. Gucken Sie im Januar, Ende Januar, da müsste es dann aufgeschlüsselt sein. Aber es war kein Video, es war, glaube ich, ein Textbeitrag. Und da habe ich Ihnen erklärt, wieso dieses Tief überhaupt zustande gekommen ist. Das war nämlich eine reine Form der Manipulation. Da war mega viel Marktmanipulation zugange in diesem Zeitraum. Und eigentlich müsste man das Kursziel zur 3 in dieser Kerze annehmen. Am 22. Januar. Und das ist schon deutlich näher an unserer Prognose dran. Wie gesagt, wir hatten 33,8 prognostiziert und das Low liegt bei rund 34. Nur noch 200 Dollar über unserer Prognose. Ja? Eine sehr hohe Exaktheit. Somit haben wir erneut Bestätigung für unsere Zählung erfahren. So, dann haben wir gesagt, die Welle 4, das haben wir in dem Textbeitrag vom 29.01. erwähnt. Habe ich Ihnen jetzt auch keinen Screenshot mitgebracht. Können Sie allerdings gerne nachgucken. Bitcoin-Beitrag vom 29.01. Dort haben wir gesagt, die Zielzone zu 4, hier oben. Ich markiere es nochmal eben schnell, damit das klar wird, wo die Zählungen sind. Oder wie die Zählung ist und wo die einzelnen Wellen erwartet werden. Hier die 1. Zeit wird schon wieder knapp. Bin schon wieder bei 13 Minuten. Es funktioniert die ganze Kacke hier nicht. So, hier unten erwarten wir die 3. Hier oben die 4. Und hier die 5. Meine Güte, ey. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben gesagt, die 4 wird sich, wie gesagt, gucken Sie in den Beitrag vom 29.01. Die 4 wird sich zwischen 45.000 und jetzt muss ich überlegen, zwischen 45.000 und 50.000 Dollar wird die sich rund finden. Dazwischen gibt es noch Optimalziele. Ja, wir haben gesagt, die Unterkante für die Welle 4 ist bei 45.000 Dollar. Die wurde auch erreicht. Sie sehen, diese Aufwärtsbewegung hat jetzt gucken Sie sich bitte hier oben das Hoch an. Die Aufwärtswelle hat im Hoch von 45.829.000 Dollar ihr bisheriges Hoch gefunden. Ja? Also haben wir auch wieder recht exakt getroffen, oder was heißt exakt getroffen? Das möchte ich jetzt nochmals behaupten, aber das Mindestziel wurde erreicht. Das Mindestziel wurde erreicht, weil Sie sehen, diese ganze Struktur ist hier schon ziemlich schwach. Es gibt immer niedrigere Hochs, aber das höchste Hoch hat wenigstens die Unterkante erreicht. Sie können sich auch gerne nochmal die ganzen Beiträge, die wir vorher zum Bitcoin erstellt haben und veröffentlicht haben auf TradingView, die können Sie sich gerne nochmal angucken. Wir haben da nämlich andauernd explizit erläutert, wieso wir beim Bitcoin zu viel Schwäche in der Kursstruktur sehen, als dass wir von einem erneuten Impuls ausgehen oder von der Fortsetzung des Bullruns. Ja?
Hier war sehr, sehr viel Schwäche. Hier war sehr, sehr viel Schwäche. Das ganze Thema hier, das war ein einziges Chaos. Die Welle 4 ist entsprechend auch schon fast erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Technisch müsste sie mindestens hier rein. Erwartungsgemäß ist sie nicht sehr hoch gekommen. So, jetzt sagen wir, hier ist endgültig die 4, wobei das ganze Thema ist auch noch nicht abgeschlossen. Das zeichne ich Ihnen jetzt auch nochmal ein. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht alles lösche. Ja, geht nicht anders. Wichtig ist jetzt, wie gesagt, diese Kursstruktur. Da gehen wir nämlich auch wieder ins Fraktal rein. Wir haben gesagt, hier ist die 3, hier die 4 und da die 5. Allerdings könnte die 4 auch nochmal ein bisschen niedriger. Warum? Wir sagen, dieser Impuls, Verzeihung. Ja doch, man muss es schon fast so nennen. Moment. Ich habe die Skala jetzt mal umgedreht, den ganzen Chart. Also ich habe das invertiert. Hier unten ist das All-Time High. Hier ist die 3, hier die 4 und die 5. Man sieht, das Ganze ist im Prinzip ein Impuls der Korrektur. Ja? Vom All-Time High bis hier unten, die Welle C, Sie erinnern sich, ist im Prinzip ein Impuls einer Korrektur. Ja? Hier hatten wir den ersten Impuls, die Korrektur, zweiten Impuls, Korrektur, dritter Impuls. Ja? Und wir sagen jetzt, die 4 korrigiert diesen Impuls. Ja? Das Ganze hier, na, Sie erkennen es, glaube ich, das Ganze hier ist die Korrektur zu diesem Impuls. Ja, wieder auf dem normalen Chart. Ich habe schon wieder nur noch 3,5 Minuten, ansonsten muss ich vielleicht tatsächlich nochmal ein zweites Video hinterher schieben, wenn ich jetzt nicht fertig werde. Wir haben gesagt, das Ganze hier ist eine Korrektur der Korrektur. Die kann wiederum nochmal anders ablaufen, und zwar in einem Keil. So, wir sagen jetzt, entsteht hier ein Keil. Moment, bitte. Ich nehme das Ganze jetzt wieder raus, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Die Zahlen lasse ich da. Wir sagen jetzt, die 3 korrigiert in einem Keil. Ein Keil wird in Elliott-Wellen in einer fünfteiligen Struktur gebildet. Markiere ich ihn auch nochmal. Hier oben wäre die A. Hier unten die B. Ich muss wahrscheinlich tatsächlich 2 Videos daraus machen. Es reicht einfach nicht von der Zeit. TradingView gibt einem hier nur 10 Minuten vor. 20 Minuten, Verzeihung. Und das reicht leider nicht für so ein komplexes Thema. Oder ich muss in Zukunft echt nur noch auf die eminenten Kursbewegungen eingehen. Dann wird es vielleicht auch für den einen oder anderen schwer, das Ganze zu verfolgen. Also wie gesagt, wir sagen, die 4 wird sich in einem Keil bilden, der in einem Fünfteiler abfolgt. Somit könnte diese 4 nicht in diesem Hoch liegen, sondern etwas tiefer hier unten am Ende des Keils. Denn der Keil wird, wie gesagt, im Fünfteiler gebildet. Hier A, B, C, D, E. Das ist der fünfteilige Keil. Und man sagt, in der Regel, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird dieser Keil in der Eintrittsbewegung gleich Austrittsbewegung verlassen. Also müsste der Bitcoin noch einmal hier unten die D liefern, dann die E bilden und dann das ganze Konstrukt verlassen. So würde dann der Keil verlassen werden. Und dieser gepunktete weiße Strich würde dann die Welle 5 darstellen. Also ab hier oben wäre die 4 und das wäre der Ursprung zur 5. Diese 5 wiederum fünfteilig. Das Ganze läuft bisher auch ziemlich sauber, sag ich mal. Hier dieser Abschnitt, dieser Kursabschnitt ist etwas unsauber für die ganze Sache. Deswegen gibt es halt auch Alternativen und sekundäre Szenarien. Ich würde sagen, darauf gehe ich im nächsten Video ein. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Es ist nur noch eine knappe Minute übrig und ich werde das Ganze, wie gesagt, im zweiten Video dann näher erläutern.